This trip to the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. Mycroft's der Bruder, I ne? documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Mhm. Okay, und jetzt spielen wir erstmal weiter. Ein Bahnhof bei Nacht, ein ankommender Zug, ein außergewöhnliches Rätsel. Holmes und Watsons Rückkehr aus dem Urlaub wird zu einer abenteuerlichen Geschichte. Spoilert uns das Spiel gerade? Peter würde... Okay, das hatten wir. Souvenirs. Die Harpune, mit der der schwarze Peter getötet. Oh, schön! Ich durfte die Mordwaffe behalten. Wo ist sie denn? Hallo, Mordwaffe, wo? Brauchst du die nochmal? Harpune, hallo? Nein. Ja, ich bin da, meinte nur, das ist nicht so... Das muss nicht so lange sein, verstehst du? Nee. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Ja, 7 Minuten. Der Mycroft hat das genau errechnet. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später. Okay. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase.
Mit leichtem Gepäck gereist. Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Sehr früh am nächsten Morgen. Oh, Züge. Damit kennen wir uns aus. War heute schon einer. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Den habe ich aber vielleicht gebaitet. Also eigentlich wollte ich den nicht baiten, aber ich habe ihn gebaitet. Ich habe nämlich gesagt, achso, ich habe gesagt, es gibt erst wieder ein Giveaway, wenn wir 1000 Subs haben. What should we do next, Holmes? So, da stehen ein paar Leute, die warten alle auf den Zug, oder was? Uff. Huch. Achso, hier gehe ich... Hä? Ich wollte doch da lang. Okay, und wenn ich jetzt da lang gehe? Okay, ich darf anscheinend nicht auf den Schienen rumspazieren. Ist verboten. Ach, das sind gar nicht die richtigen Schienen gewesen. Das war die Straße und das waren nur Reifenspuren. LOL! LOL! First of all, let us examine the area where the train disappeared. This is the place where we saw the train vanish last night. Railway sleepers, nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Hallo, Dr. Doom. Oh, das ist schön. Was ist schön? Zug fahren? Ich durfte meine Minka heute zum ersten Mal streicheln. Oh, achso, das ist schön. Oh, du nennst sie Minka. Oh, so hieß auch meine erste Katze. Also die erste Katze, die ich benannt habe. Es gab schon eine Katze in unserer Family, als ich geboren wurde, die Pummel. Aber die erste Mietz, die ich dann selber quasi bekommen habe, meine Katze war, die hieß auch Minka. War auch eine schwarz-weiße. Hätte auch so gern wieder Katzen, aber erstmal umziehen und so weiter. Vielleicht in ein paar Jahren nochmal unbedingt. Katzen sind toll. Ein Leben ohne Katze ist möglich, aber sinnlos. Es ist einfach so. Ich glaube, nur Menschen, die Katzen hatten, können das nachvollziehen. Oder auch Hund. Mit Hund ist es wahrscheinlich ähnlich. Also so generell irgendwie ein Haustier in seinem Leben haben. Trinken, blinzeln, atmen, okay.
Ich trinke Pinsel und atme. Vier Jahre her. Hätte die, ja, 10 Jahre plus. Ach, nee, du hattest die über 10 Jahre, okay. Ja, 4 Jahre. Und seitdem keine mehr? Ja, so lange habe ich es gar nicht ausgehalten. Musste den Johnny damals im März einschläfern und hatte im Juli dann den Leo geholt. Und dann 2 Wochen später noch den Louis dazu. Ich wäre, glaube ich, schon ein bisschen einsam. Ohne Katzen und ohne Stream würde ich mich vielleicht doch einsam fühlen ab und zu. Aber ich habe ja euch und die Katzen. Deswegen alles gut. The whole train just disappeared. It's unbelievable. It's unbelievable. Okay, wir laufen zurück. Lauf. 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 Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Oh, mir auch, Dr. Doom, keine Sorge. Ich hatte ein richtiges Trauerjahr. Also 3 Monate war ich wie so ein Gespenst. Also, es wäre ein Teil von mir mitgestorben. Dann habe ich ja die 2 Mädchen gehabt und aber trotzdem jeden Tag an den Johnny gedacht. Nee, ich meine nur, dass es trotzdem geht, auch wenn man, also, die helfen einem ja dann auch, ne? Über den Verlust hinwegzukommen. So, wir gucken uns den mal ja ganz genau an. Ja, also so eine Augenlidstraffung könnte man machen. Die Nasolabialfalte vielleicht ein bisschen mit Hyaluron unterspritzen. Hier könnte man sich fäden und dann ein bisschen Haare färben, ja. Was sind das hier für Flecken? Warum erkennt er die denn nicht? Ah, jetzt. Erdspuren. Ein Ring. Abzeichen. Ehrenbahnhofsvorsteher. Der macht das freiwillig. Und graue Haare. Sag ich doch. Wieder nüchtern? Hallo, Xuan. Ey, ich war ja gestern wohl nicht der Betrunkenste in deinem Auto, oder? Wie gesagt, die Begleitumstände hätten nicht gepasst. Mussten auch 2 Wochen im Hotel wohnen, okay. Nee, ich war doch gestern auf einer Hochzeitsfeier und der Xuan war so lieb und hat mich 2 Uhr nachts abgeholt, nach Hause gefahren. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Der wirkt irgendwie ein bisschen weird, oder? I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. My good man. Du bist wie auf Hochzeiten. Naja, in den 30ern war ich das auch. Ich war insgesamt auf 4 Hochzeiten in meinem Leben. Die erste davon war vor 7 Jahren. Hab ja was Nettes als Dankeschön von ihrem besten Freund bekommen. Ich habe schon gesagt, dass du was Süßes bekommen hast. Ich glaube aber, als ich das gesagt habe, haben viele ein bisschen versaut gedacht. Aber ich dachte, wenn ich jetzt versuche, das irgendwie noch zu entkräften, dann denken sie erst recht versaut.
Deswegen habe ich es einfach so stehen lassen. Hallo, Watson? Irgendeine Karte darf ich mir hier nehmen. Welche denn? Watson! Oh Gott, Watson! Watson, geht's dir gut? Oh Gott. Watson hat seine Tabletten nicht genommen. This map will be useful. Nottingham. So, wir haben jetzt eine Karte und wir werden sie benutzen. Okay, da ist der Zug verschwunden. Seht ihr meine Maus? Ja. Da ist der Zug verschwunden. What's this? Wissen wir noch nicht. Sammeln Sie mehr Informationen über den verschwundenen Zug. Ist recht. So. Dieser Mann ist gut 60 Jahre oder etwas älter und seit langem verheiratet. Die frischen Erdspuren auf seinen Ärmeln offenbaren seine Leidenschaft für Gartenarbeit. Schon wieder der Gärtner. Der hat geschaffelt. Die Auszeichnung als Ehrenbahnhofsvorsteher zeigt, dass er hier schon sehr lange tätig ist. Aus all dem ist zu schließen, dass er am liebsten ein ruhiges und unaufgeregtes Leben führt. Wünsche Streckenkarte. Okay. Okay. Immer die Gärtner, ja. Aber gerade eben war es nicht der Gärtner. Gerade eben habe ich ja zum Glück auf den richtigen getippt. Und auch das richtige Motiv, wohl bemerkt, ja. Bin mal weiter Erdbeerkuchen essen. This part Lässt is sich probably schmecken. from a locomotive. Vom Locomotive. Witzig, oder? Wie das unterschiedlich ausgesprochen wird. Lokomotive, Locomotive. Gerümpel. An old locomotive bell. Locomotive Bell. Kann ja British English, sag's euch. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Mhm. Noch irgendwas Tolles? Nö. Okay. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Tja, der ist ihn aber, glaube ich, gerade nicht bei sich zu Hause, Biene. Da bist du falsch geflogen. Ich weiß, wo er ist. Hat er mir nämlich gesagt. Railway post bags. Postbags, okay. Aber wenn du schon mal beim Xuan bist, kannst du ja aufräumen. Weit weg kann er nicht sein, wenn er dich heute Nacht gefahren hat. Biene fliegt zu Xuans Eltern. Biene könnte auch eine Sherlock-Biene werden, ne? Private. Okay, Private klingt gut. Das schauen wir uns erstmal um. Boah, ich dachte, hier hängt einer, ne? Telegraph. Wenn ich irgendwelche Logbücher uns angucken? Telegramm. Message to our stations. Mr. Robinson is located at Bridlington Station. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Ja, das ist schon... Klingt schon irgendwie komisch. Was haben wir noch hier? Here is the train set. Die Zugzusammenstellung. Okay. Zusammenstellung, Lokomotive, Kohlewagen, erste Klasse Wagen, Postwagen, Sonderwagen, gebucht von Mr. Robinson, zweite Klasse Wagen. Aha. Lokomotive, Kohlewagen, erster Klasse Wagen, Postwagen,
Sonderwagen. Okay, der Sonderwagen sieht aus, also nicht wie ein Personenwagen, sondern eher wie, wo man Sachen transportiert. Okay, indisch ist geil. Oh, Tellerrand, weißt du? Weißt du, wer heute auch indisch bestellt? Und weißt du, wer schuld ist? Und weißt du, wer heute absichtlich nicht auf die Waage gestanden ist? Weil da bestimmt mindestens 3 Kilo mehr draufstehen. Und wenn er wegen dem Gewissen jemanden jetzt bestellt, dass morgen nochmal 2 Kilo drauf? Unbelievable. Ich müsste jetzt eigentlich auch einen Kuchen backen oder Waffeln. Ich habe sturmfrei. Ich kann alles alleine essen. Ja, go for it. Wenn das Restaurant passt, auf jeden. Hab ja auch so einen geilen. Leider sind die Portionen nicht so groß, dafür teuer. So, bestimmt. Nee, Tellerrand ist schuld. Ich habe vorgestern und den Tag davor indisches Linsencurry gemacht. Und oh. Oh, mein Magen hat gerade lautstark geknurrt. Indisch du schuld ist richtig. Sherlock Teller. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Oh, das klingt echt gut, Dr. Doom. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Ach, du hast vorher noch nie indisch bestellt? Gegessen? Okay. Hallo, Chandra. So, Fracht des Sonderwagens herausfinden, Informationen über Fahrgäste sammeln. Okay, dann. Aufgaben. Weise. Erst erfragen. Der Bahnhof. Haben wir das schon, oder? Aber das machen wir dann wahrscheinlich hier in Bridlington. Schon irgendwelche tollen Sachen. Zug verschwand mit allen Insassen. Okay, wow. Okay, die passen alle nicht zusammen. Sie haben noch nichts hergeleitet, richtig? Mit Ingmar ist es... Ach, also ich mag ja Indisch trotzdem nicht scharf. So. Jetzt hört mal auf, jetzt mich mit Essen abzulenken. Der Magen knurrt, ihr habt's geschafft. Ich muss auch hier Rätsel lösen. Das Verschwinden, das geheime Verschwinden des Zugs. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Unterschiedliche Knöpfe. Graue Haut. Da habe ich auch sofort gesehen. Ein Ring. Oh, und ein Ticket. Tja, Dr. Doom. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Wow. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway.
Our tickets were valid, and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Feine Pinkel. Okay. Mr. Robinson. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse Shamrock me. Flomes? But I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Shamrock. Okay. Not even close. Australischer Hut. Okay, das habe ich jetzt in seinen Augen erkannt, ja? Teure Kleidung. Teure Schuhe. Krokodilleder. Und ein dicker Klunker. Apfelstrudel mit Vanilleeis und Soße. Wir müssen aufhören damit, ja. Stop it. Please. Please. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I have nothing to hide. Na, schauen wir mal. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Okay, der scheint ja ganz nett zu sein, wenn er es nie verkaufen würde, huh? You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Ja, wo ist er jetzt hin?
der Ticket Director. Dieser Mann ist auf jeden Fall reich und genießt einen hohen Status in der Gesellschaft. Das sieht man eindeutig an seiner teuren Kleidung und seinem goldenen Ring. Sein australischer Hut und seine Krokodillederstiefel verraten, dass er aus dem Ausland nach England gekommen ist. Höchstwahrscheinlich ist er auf einer Geschäftsreise. Den Händen der Kleidung dieses Mannes nachzuurteilen, ist er ein Facharbeiter, er hat kein Gepäck und ist alleine. Er reist nicht und ist auch nicht im Urlaub mit seiner Frau. Er fährt täglich mit dem Zug zur Arbeit und wieder zurück. Von daher dürfte er sich nicht nur mit dieser Linie und den Stationen gut auskennen, sondern auch mit den anderen täglichen Zugreisenden. Das stimmt natürlich. Das habe ich auch sofort dran gedacht. Unfall. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Die Besitzer der chilenischen Firma Barcasas wurden vorsätzlich an Bord des Zuges gelassen. Ja, denke ich auch. Ah, safe. Safe. Apropos Essen, Küche, ich komme. Okay, das gehört nicht zusammen. Da müssen wir jetzt aber mal mit dem Boy da sprechen, der die rausgeschmissen hat. Private, ja, wir kommen einfach jetzt rein. So, my boy. Habe ich schon Hallo Good day Tilaria to you, gesagt? gentlemen. How may I help you? Hallo Tilaria. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Ach, am Anfang vom Stream. Ach, guckt, schon wieder so lange her. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Ah, der hat nichts damit zu tun. Der ist ja viel zu akkurat. Junges Alter. Saubere Kleidung. Vorschriften. Tintenflecken. Tintenflecken! Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Hallo Rumpelrenny und vielen Dank für 11 Monate. Schön, dass du da bist. So, Berichte des Vorstehers sind vertraulich. Zugzusammenstellung. Scheiße. Berichte des Vorstehers sind vertraulich. Schon lange genug, um durchaus in der Lage zu sein, einen Bahnhof im Griff zu haben. Scheiße, das war falsch. Ja, ach, ist Apart from the passengers disembarking, did you Ich habe notice mehrere anything else that was Chancen, das zu unusual machen. last Okay. night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station.
Gerade eben habe ich verspätet. Was nehme ich denn hier? Ich weiß es nicht. Weil der Robinson ausgestiegen ist? Nee. Scheiße. Vielleicht nehme ich doch mal die Zugzusammenstellung. Apart from the passengers disembark, I did. what was it? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ey, vorhin habe ich alles richtig gemacht und jetzt? Apart from, what was it? Sorry. I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Ist doch das? Ich nehme wirklich Let me das. speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Tatsächlich wollte ich das mit dem unerfahrenen Vorsteher nicht nehmen, weil ich gedacht habe, der reagiert dann abweisend. So. Aber okay. What did the telegram say? Well, that was the What peculiar does the thing. telegram say? It was Ding, almost ding, 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 unreadable. ding, 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 ding. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Okay. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Telegramm aus Chesterfield. Zu LNR. Gott, wer hat das denn geschrieben? Ankunfts um 0:30 Uhr, Abfahrts um 0... Okay. Bahnhof Chesterfield, Zug leer. Wahrscheinlich. Sehr ulkig. Okay, warte. Spalt im Boden. Blatt Papier. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Wieso liegt das hier rum? Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswertes. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr verlängerbar. A telegraph. Don't touch anything, please. Pff, zu spät. The whole train just disappeared. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Die anderen gucken den nicht mehr an. Das waren diese Fleischhäppchen, fleischige Häppchen oder wie die hießen, oder? I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir.
Sorry, sir. Oha. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Wir wollen uns doch jetzt bestimmt die Sachen von dem angucken. Dialoge. Hä? Warte. Hä? Ah, hier. Ich habe nämlich gerade einen Teil verpasst. Warum haben Sie denn nicht im Gepäckraum untergebracht? Ach so. Ich wundere mich eher, warum der sein Gepäck mit rausgenommen hat. Der Bahnhofsvorsteher von Bridlington ist relativ jung. Er versucht, seine Uniform sauber zu halten und seine Arbeit perfekt zu erledigen. Frische Tintenspuren an den Fingern seiner rechten Hand und den Vorschriftenkatalog, den er bei sich hat, deuten darauf hin, dass er sehr eifrig ist und alles richtig machen will. Er hat den Anschein, dass er gerade erst die Ausbildung abgeschlossen hat und dies seine erste Arbeitsstelle ist. Okay, das nächste Mal sollte ich mir das vielleicht vorher durchlesen. Dann beantworte ich auch beim nächsten Mal die Frage richtig. Ich habe manchmal Angst um meine Finger. Ja. Ja. Fleischige Häppchen. Ich verstehe das, Biene. Aber ich habe so viele Leckerlis von euch bekommen. Ich habe die jetzt schon lange, lange nicht mehr gekauft. Es sind trotz nur so von Fehlern und ist kaum zu verstehen. Es ist nicht klar, ob er bestätigt, dass der Zug den Bahnhof passiert hat oder nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal... Ne, warte. Erstmal will ich noch... Hat er jetzt seine Koffer abgegeben? Ja, okay, warte. Ich will erstmal nochmal die Koffer jetzt angucken. Mach ich mal das hier? Ne, hier ist nicht der Gepäckraum. Wo ist denn der Gepäckraum? It's a scandal. An absolute outrage. Wo ist denn der Gepäckraum? Da hockt einer. Das hier? Nein. Wo ist der Gepäckraum? Hier. Wir kaufen 4 Tüten in der Woche. Okay. Ja, ich werf die Leckerlis immer. Ich gebe die gar nicht aus der Hand. Also außer hier am PC, aber... This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Aha. Of course. Watson! Das hätte ich ja jetzt nicht von dir gedacht. Okay, wir müssen wieder ein Schloss öffnen. Alle. Okay. Nein. Nein. Okay, das passt irgendwie nicht zusammen. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Dies ist ein An exclusive Exklusivvertrag sales contract. über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer, Emerson Electric, erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangelgewähr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas Robinson is the seller. ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten, egal ob sie zuvor
dem Käufer bekannt waren. Der Käufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung eine Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten, der Rest innerhalb eines Monats zu bezahlen. Okay. Dies ist exklusiv Yet über dem another exclusive sales contract. Ach, guck mal, der hat es mehrmals verkauft. Der sagt, Mr. Robinson is the seller. der hat es einfach mehrmals verkauft. Yet another exclusive. Mr. Robinson is the seller. Und hier diesmal mit Barkers das Chill-Dingensbummens. Wow. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Was ein Sack. Railway post bags. Watson, du warst doch gerade noch hinter mir. Oh, schade, ich dachte, ich kann mit dem sprechen. Robinson ist ein Opfer. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt... Naja, aber wenn der vorher das Ding an 10.000 andere verkauft hat? Ich sag, Mr. Robinson war's. Sag ich jetzt schon. Fall gelöst! Ich weiß nur noch nicht, wie er es gemacht hat. I will not move from here until I receive my refund. Okay. Auf nach Chesterfield. Aber es gab noch kein Mordopfer. Das ist ja schon mal schön. This bin is full of empty bottles. That's true. A fishing advertisement. Sag mal. Ist der besoffen? How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18 hours 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Jetzt verstehen wir auch, warum das so komisch geschrieben war. Der war halt voll wie Haubitze. Rote Nase. Angelschnur. Aha, aha, aha. Ein Ring. Ein Flachmann. Mhm, mhm. Immer noch? Irgendwas habe ich übersehen. But what? What habe ich übersehen? Oh, hier. Hier.
Saubere Kleidung. Okay. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Will I ever get any peace? Hier sieht's auch aus, ne? Wie bei Hempels unterm Sofa. I Morsecode had thought that Alphabet. all station masters knew the Morse code, but apparently not. A telegraph. Ich muss das jetzt aber nicht mit dem Brief vergleichen, oder? Der hat hier überall irgendwie was zu essen rumliegen. Was soll denn das? Ich hab doch schon Hunger. A telegraph. Naja. Untersuchen Sie sorgfältig den Bahnhof von Chesterfield. Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker. Gestern war er stark betrunken. Die Farbe seiner Gesichtshaut und vor allem seiner Nase beweisen das ohne Zweifel. Trotzdem sieht es so aus, als ob sich seine Frau gut um ihn kümmert. Er ist faul, abgelenkt und ganz offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit korrekt zu erledigen. Irgendwie haben wir hier einen vergessen. Kommt in diesem Fall vor. Ja, die kommen doch alle so der Reihe nach. Warum? Wo ist der? Den haben wir irgendwie noch nicht erwischt. Okay, wir untersuchen. Warehouse? Kommen wir da rein? Ja, okay. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Das war eine Falle. Oh. Die demontierte Dresine scheint mit unserem Rätsel zusammenzuhängen. Bauen wir die Dresine wieder zusammen, um zu sehen, ob man sie für einen Zug halten könnte. Chesterfield Vorsteher unzuverlässig. Passierte Chesterfield. Der Zug hat im Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnvorstehers unleserlich ist und Fragen aufwirft. Der Zug kam nie in Chesterfield an, der Bahnhofsvorsteher war betrunken und seine Aussage ist zweifelhaft. Es könnte den Bericht gesendet haben, ohne dass er den Zug sah. Naja, er hat ja die ganze Zeit gesagt, er war im Büro. So, also wir müssen ein Zugexperiment machen.
Robinsons Motiv. Aufgrund der Versicherung und von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust des Prototyps Mr. Robinson eine hohe Geldsumme einbringen. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson, auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Nee, ich denke eher das hier. Weil der hat ja auch seine Koffer mit aus dem Zug genommen, als der rausgeholt wurde. Hätte der ja nicht gemacht, wenn er gedacht hätte, er steigt auch wieder ein. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ja, können wir die jetzt zusammenbauen? Ja. Ein Rastpunkt für I kleines should use the Zahnrad. appropriate object here. Ach so. Nehmen. War das jetzt richtig? Ich sehe zwar nichts, aber... I should use the appropriate object here. Ja, da hinten ist da noch ein Rad. I should use the appropriate object here. Warte mal, da hinten dran? Ach so, warte mal, ich kann das drehen. Ah, ich kann das drehen. Okay. Okay. Was haben wir noch? I should use the appropriate object here. Ach so, hier ist noch was. Bremse. Nicht dahin? Ich gedacht, dass die hier so irgendwo hinkommt. Hallo? Hey? I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Ja. Wartet noch. I should use the appropriate object here. Was sollen wir dort benutzen? Ich sage aber gar nichts mehr. I should use the appropriate object here. Ich sehe hier halt nichts mehr außer der Bremse. Hallo? Hallo? Hier ist ja noch so ein Loch. Holzrumpf. Rausnehmen kann ich auch nichts. Wo kommt die Bremse hin? Die muss ja eigentlich zwischen... Achso, warte mal, da. Zwischen die Räder kommen. Hier. Bremsblock, okay. Und hier müsste ja dann eigentlich noch eine Holzlatte oder so hin, aber ich kann hier nichts mehr aufnehmen. Hallo, Tops. Wird das ein Trabant? Genau, es wird ein Trabi. Trabant sagt man doch nicht, hallo. Ach, hier unten. Oh mein Gott, das habe ich nicht gesehen, ne? Ist ja peinlich. Das sah aus, als würde es zum Boden gehören. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Lieferzeit gar nicht mal so krass. Okay, ich brauche jetzt... Okay, ich brauche jetzt noch 2 Sachen. Eine Lampe. Dampfpfeife. Und ein
einen Scheinwerfer. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Dings. Feuerlöscher. Finden wir doch hier bestimmt auch noch einen, oder? Sherlock hat auch ein bisschen was über den Durst getrunken. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. The steam whistle is ready to be used. Watson, Sherlock, I do ne? believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Okay. Der Zug kam nie in Evesham an, er verschwand bereits vorher. In Evesham selbst hat jemand eine Zugattrappe eingesetzt, die aus einer Draisine und Zugersatzteilen vom Bahnhof in Chesterfield bestand. Watson, einfach komplette Schnauze voll. Ach, der mag uns doch. Was heißt das, ich muss jetzt erstmal zurück? Oder hab ich das hier in meiner Kutsche? Ich hab's in der Kutsche, ne? Okay. Warum steht... Achso, das ist für die Koffer. Now we have two maps. We must combine them properly. Ich mag mein Schiff auch, also sein Geld. Ach, oh Gott, okay. Sowas liebe ich ja gar nicht. Ich muss doch auf die schwarzen Linien gucken, dass die mit der gestrichelten Linie da zusammenpassen. Aber hier passt ja gar nichts. Oder ich muss auf die weißen und weißen gucken. Warte mal, hier ist ja der See. See. Hier, warte, hier, stopp. Wir können da einfach... Ja, warte, halt. Ah! Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Hallo, Zwoschos. Ja,
Wenn du ein bisschen zuguckst, dann This machen wir das. suitcase contains Gar my kein Problem. archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. So, wollen wir da jetzt zu diesen Nebendingern? Eine detaillierte Streckenkarte dieser Region inklusive aller Nebengleise. Okay, dann ab zur Eisenbahnweiche. Alles klar, schreib mir. Du wirst es ja mitbekommen, wenn du aufmerksam zuguckst. So, Nebengleis. Achso, das sind die Reifenspuren der Kutsche. The switch is rusted, but it still works. Okay. Guck mal doch mal, wo das hinführt, hä? Okay, wir dürfen da nicht hin. Wow. Ich dachte, wir gucken jetzt nach dem Zug. Ich hab so Hunger. Toll, was ist jetzt? A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. Meins. Wollen wir zu den Minen fahren? Hinlaufen geht ja anscheinend nicht. Aber hinfahren auch nicht. Ah, hier ist auch noch ein Bahnhof. Okay, warte mal. Wir gehen mal noch zu dem Bahnhof. Da waren wir noch nicht. Keine neuen Hinweise. Doncaster Train Station. Der war Funny verdächtig. character. He looks anxious. And he is not an Englishman. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Da machen wir jetzt ein Sombrero draus, ja? A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Die Bahnhöfe, hä? Pflanzen, ein Kamin, eine Uhr. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor.
Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Das ist ja verrückt, hä? Ein Aschenbecher, der voller Asche und Zigarettenstummeln ist. Irre. Irre! So, und wo ist hier der Vorsteher? Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Also nie Bahnhofsvorsteher werden. Bist entweder spielsüchtig A telegraph. oder Alkoholiker. Sagen wir dem kleinen Brandon Bernard oder wer auch immer der hieß, sagen wir lieber mal, dass er seinen Job vielleicht wechseln sollte. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Ob da ein Zug drin ist? Oder spielsüchtiger Alkohol. Ja, das ist ja dann... Was ist die Wartehalle? Irgendwelche Koffer, die wir ausräumen können? This postbag belongs to the station master. Brief an die Ehefrau. Meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abbezahlen zu können. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaube mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotz dem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst. Brief an den Anwalt. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Financial trouble? In Antwort auf Ihren letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versichern, dass ich sehr bald alle ausstehenden Ratenzahlungen für meine Schulden begleichen werde. Aha. Railway postbags. Man kennt's. Ja, man kennt's. Ja, hier ist keine Tresinate, Rosinante, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwas mit D. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Das klingt aber komisch. So, da Claudia die ganze Zeit von Essen redet. Ich hab damit nicht angefangen. Mach's gut, Joshino. Hallo, Rune. Ich hab doch selber Hunger. Vor allem, ich muss da dann, bevor ich Essen bestelle, erst noch die Miezen füttern. Melancholisch? Das siehst du an den Augen? Okay. Fehlender Knopf. Okay. Bringen Spuren. Keine Amtsuhr. Ich sage, das klingt komisch. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here,
And behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Ist so, Dr. Doom, ist so. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Bestell und dann komm ich zum Essen her und dann gucken wir noch einen Film und haben einen schönen Abend gehabt. Witzig. Ich habe übrigens gerade einen Erfolg freigeschaltet, der heißt, ich liege nie daneben. Ja, obwohl ich vorhin so kläglich versagt habe bei dem einen, aber alle anderen waren ja richtig. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. A fake train. Ha! What a clever endeavor. Der Bahnhofsvorsteher von Doncaster ist in keiner guten Stimmung. Die leere Stelle an seinem Ringfinger und seine unsaubere Bekleidung legen Vermutungen nahe, dass er vor kurzem geschieden wurde. Ja, Männer können halt nicht selber waschen, ne? Man braucht immer eine Frau dafür. Offensichtlich fällt ihm das Leben als Single nicht leicht. Seine Amtsuhr fehlt, vielleicht hat er sie verloren oder sie wurde gestohlen. Oder er hat sie verpfändet, wenn er das Geld benötigt haben sollte. Ganz in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster gibt es ein großes überflutetes Gebiet von einem alten Steinbruch. Ach, da drüben gucken wir uns den Strand an, okay. Hier haben wir aber viel. Untersuchen Sie das Nebengleis bei Evesham. Ja, das hat ja nicht viel gebracht vorhin. Blub, blub. Jetzt fahren wir übern... Okay, hier gehe ich nicht rein. Okay, dann müssen wir nochmal zu diesem komischen Nebengleis. Nebengleis von Evesham. Achso, eher das da, meint er, oder was? Bei Evesham ist er hier. Ich guck nochmal dort von. Ich komme immer noch nicht auf Rumpelrennen. Klar, super Name. Ja, finde ich auch cool. Aber wieso dort den Strand untersuchen? Achso, weil der See hier ausgelaufen ist. Hm. Können wir noch was untersuchen? Diese Straße führt in dieselbe Richtung wie das Gleis. Ich rumpel rum und heiße René.
Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. These traces were made by carriage. Look. Und Pferdedings. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Abmessen. Nothing interesting here. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Auf jeden Fall mit 2 The Pferden vehicle would have gezogen. been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Loaded with materials. Doncaster Vorsteher erhielt Geld. Der Zug hat im Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhofsvorsteher hat darüber berichtet. Der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofsvorsteher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet. Möglicherweise wurde mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Kommt hin. Finde ich logisch. 6 Füße und 7 Inche, umgerechnet circa ein halber Hahn. Dann machen wir noch mehr. An advertisement for lake cruises. An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. Mhm. Aber wirklich vor sehr, sehr kurzem. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Oder wurde gebrochen, nachdem der Zug dort reingefahren wurde und dann haben die den versteckt, indem die das Wasser abgelassen haben. Lazarpass. A label with the name Lazarpass. Lazarpass, ja, Entschuldigung. Ich überlege gerade, welche Attribute in meinem Namen hinzufügen könnte. Wurde mal eine Zeit lang Schleifer genannt, weil ich besoffen zu früh die Zugtür aufgemacht habe und dann so halb auf den Zug hing und allen Leuten auf dem Bahnsteig vorbeigeschliffen bin. Oh mein Gott, man kann die Tür zu früh aufmachen? Geht das überhaupt? Also ich dachte, die ist dann blockiert. A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. Dem Schuh liegen lassen. Und, oh, warte mal, das sieht aus wie Blut. Wieso ist da Blut? Ah. Offenbar geht's. Muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Bestimmt so 150 Meter. Super. Okay. Kra. Okay. Sind wir da zurück.
Er sagt, er kam nie dort an. Da ist er verschwunden. Bei dem wissen wir nicht, ob er ihn gesehen hat. Also, wenn die zwei wenn der hier gelogen hat, aber das könnt ihr ja nicht wissen vorher, oder? Und der bestochen wurde, dann ist er ja dort im Steinbruch gelandet. Und dann ist das hier vielleicht bloß zufällig über Dings überflutet worden. Archiv. Okay, wir gucken mal ins Archiv. Ey, Watson, komm. Mal hier nicht den Verkehr aufhalten. Plaketten. Zeitung, Enzyklopädien. Geschichte vielleicht? My search should be focused upon the name Las Zarpas. Na, Sabbat. My search should be Ah, hier. Geldtransporter. Die Wagen von Las Zarpas sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zarpas gehört dem mexikanischen Konsortium Parasal, das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistungen und Bergbau aktiv ist. Here it is. Okay. Und das sagt uns jetzt was, I'm Watson? always wondering what's on your mind, Holmes. Aha. Mexikaner haben kürzlich Wagen auf dem See eingesetzt, vermutlich um etwas sehr Schweres zu transportieren. Also ein Nebengleis bei der Eisenbahnweiche. Ich muss da noch mal hin. Irgendwie kriege ich es nicht hin, das ordentlich... Das Nebengleis bei der... Achso, da bin ich ja, lol. Ich untersuche das Nebengleis. Ich untersuche. Ja, ich gucke mir das ganz genau an. Nebengleis. Hallo? Hat sie jetzt nochmal umgestellt? The switch is rusted, but it still works. Ja, aber es I'm bleibt ja, wie es always ist. wondering what's on your mind, Holmes. Ach so, doch, okay. The switch is rusted, but it still works. Hä? Was soll ich denn hier untersuchen? Hier ist doch gar nichts. Ich hab's doch untersucht. Ich komme dort doch gar nicht weiter. Achso, da ist noch ein Wegweiser. This is interesting. Das war's jetzt wirklich, weil ich das Schild nicht angeguckt habe. Ah!
possible for someone to redirect the train towards the mines? Also auf zu den Minen. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Bin eher so der traurige Clown. Okay. A fake train. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Leere Stelle. Spuren auf dem Boden. Fehlende Schiene. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Why? Why? Jetzt klauen sie auch noch Schienen. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Dynamite. Dynamite. Die Mine wurde gesprengt. Ja, die Mine ist eingestürzt. Die Mine wurde gesprengt. Die Mine ist eingestürzt, hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren worden war. Die Mine wurde nur... Jemand wollte sie vorsätzlich zum Einsturz bringen. Ich nehme jetzt erstmal das. Zug versteckt. Vielleicht finden wir den Zug ja auch noch, obwohl wir werden den nicht finden. Der ist entweder in der Mine oder überflutet worden. Hallo, ist da jemand? Hallo, hallo. Teilkasten. This box must be the safe. Let's open it. The Mexican company Caracol and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Mycroft. Sein Bruder. Ich habe mir, oh, hier war ja gar keine Musik, hä? Ich habe mir einen kleinen Tomaten-Mozzarella gemacht. Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen
von Chesterfield und Evesham, das zum Steinbruch führt. Okay, das sind wir ja Watson, gerade, oder? it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Wenn wir ihn finden. Also, die Bewegung ist hier ein bisschen eingeschränkt. Das ist sogar das. Achso. Ist nix. Okay. Oh. Ah ne, das hat man schon. Tim, Tim. Oh, das hat man noch nicht. Nochmal Fahrzeugspuren abmessen. Die sind aber schmaler. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. Kein chinesischer Lieferdienst. No. A lightly loaded vehicle came this way. Dann, bestell doch indisch. Kurz aus dem Olympiastadion. Hallo, Tuni. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Down this way. Holmes, I don't understand. Why do you care so much about this business with the mines? Nur türkische Italiener. This suitcase contains my archives. Dann kannst du eine leckere Pide bestellen. So. Ja, ich guck mir nochmal bei Doncaster das Nebengleis an. Oder war das jetzt schon das Gleis, was Sie gerade gemeint haben? Damals hier. Die Spuren bei den Minen sind relativ frisch und stammen von einem leichten Fahrzeug mit einer Spurweite von ca. 4 Fuß 8 Zoll. Nee. Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham. Chesterfield und Evesham. Chesterfield. Also doch Doncaster. Okay. Nebengleis nochmal angucken. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Schnitzelladen und ein paar Burgerläden. Ich habe aber schon überlegt, wenn ich kein Indisch bestelle, ob ich nochmal Burger bestelle. Aber vielleicht hilft mir ja jetzt der Tomaten-Mozzarella-Salat übers Bestellen hinweg. Und er ist schon wieder raus. Mach's gut, Toni. Eure Kleidung, die aber ganz schön schmutzelig ist. Oder sieht das nur so aus? Kräftiger Körperbau. Kampfsport. Wegen weißen Knöcheln, oder was? Teure Zigarre. Und? What?
Was wollen noch? Was will ich? Finde nichts mehr. Falten. Falten. Hallo Thun. Ciao Thun. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. See, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Alles Lügerer. Holmes, I don't understand. Why do you care so much about this business? Ach, guck mal, die sind jetzt nachgerutscht, ne? Hier war erst eine Lücke. Das ist jetzt nach... Oh, da kommen aber noch einige Peoples hier. Der recht teuren Zigarettenmarke, die er raucht, um seiner Kleidung nachzuurteilen, ist der Mexikaner ein wohlhabender Mann. Ein starker Tabakgeruch umgibt ihn und sein strenger Atem deutet darauf hin, dass er zumindest in den letzten Tagen sehr viel geraucht hat. Seine Handrücken sind gerötet und voller Schwielen, was typisch ist für jemanden, der seit langem Kampfsport betreibt. Achso, wir wollten das Nebengleis noch untersuchen. Das da? Ah, guck. Das haben wir uns gar nicht angeschaut. This railway branch should lead to the quarry. The switch is rusted, but it still works. Ja, das funktioniert also auch noch. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The railway ends here. That is strange. Okay, ganz abgeschlossen. Juhu. Dankeschön, Soldier. Tat er selber nix dagegen. Okay, jetzt nochmal das Nebengleis bei Evesham. Das ist dann das da unten, ne? Genau. Das haben wir uns definitiv noch nicht angeguckt, weil Evesham haben wir gestartet und dann sind wir nie wieder dahin gegangen. Achso, wir müssen erstmal auf die Gleisseite. Es ist halt witzig, wie die Blätter auch im Haus fliegen. The entire train has disappeared. It's a disaster. Da vorne? Wo war denn der? Ja, auf der rechten Seite, ne? Ja, dort wo das Häuschen ist.
ist denn das Nebengleis? Macht ja keinen Sinn. Nee, war klar. Nee, das ist die falsche Richtung. Hä? Das muss doch auf der Seite sein. Wieso sehe ich das denn nicht? Nein, stopp. Halt, stopp. Watson, lass mich vorbei. Watson, geh weg. Nebengleis daneben. Ich habe noch nie Tatort geguckt. Ach so, das soll hier sein. Ach, hinter der Tür, okay. Ach. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Schweres Fahrzeug mal wieder. Traces. Let's take a closer look. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Das war beim ersten auch so, ne? The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. This road should lead to the town of Evesham. Was für ein perfider Plan hier dahinter steckt. Ein abgerissenes Depot in der Nähe von Evesham. Dort sind auch Spuren eines schweren Fahrzeugs mit einer Spurweite von 6 Fuß, 7 Zoll, zu finden, mit dem höchstwahrscheinlich Material transportiert wurde. Ja, das war auch 6, 7. Na, da fragen wir mal den Typen hier, was er davon hält. Jetzt haben wir nicht nur einen verschwundenen Zug, jetzt haben wir auch noch ein verschwundenes Gebäude. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? Hallo, Servus. See you later, my good man. My good man. Okay, das haben wir abgeschlossen. Verwenden Sie einen Telegraphen, um mehr über die Firma VEA Cole herauszufinden. Na, das machen wir doch mal. Aber vorher verbinden wir ja noch ein paar Sachen. Gestohlene Schienenrücken. Schienen zu den Minen fehlen. Jemand hat Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück in die Mine zu ersetzen. Der Zug ist von der eingestürzten Mine verschüttet worden. Der
Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis, das dorthin führt, ein Stück fehlt. Ja. Es wäre ja Quatsch, das wieder abzubauen, oder? Wo beginnt das Gleisstück in die Mine zu ersetzen? Ach so. Tja, ach so, es fehlt ja bei beiden, ne? Ist ja bei beiden wieder weg gewesen. Nee, warte mal. Ich finde das schon, mit der Mine finde ich schon irgendwie sinnvoller, weil dort war ja Sprengstoff. Der Damm kann ja auch aus Versehen gebrochen sein. Tellerrand, Dankeschön für das Gifted Sub an den Seros. Vielen Dank. So, jetzt benutzen wir noch so einen Telegrafen. Hier? Nee. Wo ist denn hier das Telegrafending? Hier? Hä? Halt, stopp. Hä? Hat er gar keinen Telegraf? Bin ich blöd? Wo ist denn hier das Zimmer von dem Typen? Warehouse, Waiting Hall. Hä? Jetzt drüben sind da auch noch Fenster. Ach so, hier. Völlig verwirrt. Völlig verwirrt. Eins Glutens. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Es gibt zwei Firmen, Barcases aus Chile und Carasal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Mine der Firma WEA Coal kaufen. Das mexikanische Carasal-Konsortium hat bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Barcases-Gruppe, mithilfe ihrer einflussreichen Verbindungen, sich den Zuschlag für den Kauf der Mine zu sichern. Alle am Pennen, Hardcore-Lurker, ne, die spielen bestimmt WoW, lassen sich hier noch ein bisschen bedudeln. Okay, aber es ist so ein bisschen komisch, ne? Ich bin ja davon ausgegangen, dass der Robinson selber dafür verantwortlich ist. Hängt kein Geschäft ist schließlich Geschäft. Aber warum kaufen die die Mine? Mexikanerzug verschüttet. Nee, das finde ich irgendwie total unlogisch. Aber es ist natürlich auch komisch, dass die Chilen da drin gelassen wurden, das stimmt. Cludi, schau mal auf deinen schlauen Zettel. Auf welchen?
gar kein F5 gemacht den ganzen Tag. Du hinkst wohl gerade ein bisschen hinterher, oder was? Claudi, schau mal auf deinen schlauen Zettel. Welches schlaue Zettel? Natürlich. Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden und verarbeitet. Bitte gehen Sie in den Herleitungsbereich und zeigen Sie Ihre Schlussfolgerungen. Okay, wir haben jetzt die 3 Verdächtigen sind die Mexikaner, die Chilenen und der Robinson. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass... Also die Mexikaner werden es nicht sein, weil sonst wäre der Typ ja nicht mehr dort und würde auf seine Kollegen warten. Die Chilenen könnten es aber sein, weil von denen sieht man nichts mehr, die könnten damit abgehauen sein. Aber ich vermute irgendwie, dass es der Robinson war. Weil der, wie gesagt, Verträge mit mehreren abgeschlossen hat und eine Versicherung abgeschlossen hat. Das heißt, wenn er sagt, es ist weg, kann ihm ja keiner was, ne? Also dann kann ja keiner sagen, hier, wo bleibt meine Ware? Weil die wissen ja alle, die ist weg. Und weil er sein Gepäck mit aus dem Zug genommen hat. Obwohl er ja angeblich nur kurz jemanden treffen wollte. Also ich glaube, die Mexikaner waren es nicht. Glaube ich nicht. Wenn man nämlich jetzt sagt, das ist Zufall mit den Chilenen, dann ist es auf jeden Fall der Robinson. Hast du denn was Schönes bekommen, Seros? Bei dem könnte es aber auch sein, dass er... Na, nee, das ist schon eindeutig in so einem Spiel, oder? Hier gibt es jetzt halt echt viele Möglichkeiten, ne? Also ich sag, der Robinson war's.
Was sagt ihr? Also von den Chilenen, das ist halt irgendwie so, Da hat man ja gar nichts mitbekommen, so. Da hat man ja auch niemanden getroffen. Warum sollte der eine Mexikaner dort noch warten? Wenn die das geplant hätten, ja, warum sollte der Gärtner, ja, warum sollte der dann auch sagen, hier, oder wenigstens ihre Leichen, ja, wenn das ihr Ding gewesen wäre? Das glaube ich nicht. Und also für mich ist halt hier das Hauptindiz, dass es vom Robinson geplant ist, dass der halt so viele Exklusivverträge abgeschlossen hat. Oder halt, also ein gärtnernder Jäger am besten, oder, Dufour? Jetzt ist halt nur die Frage, überlasse ich das dem Mycroft? Oder mache ich blinde Justiz? Also ich bin ja für blinde Justiz eher. Aber warum blind? Das klingt schon wieder so negativ. Selbst wenn das auf Kosten... Nee, ich wäre für blinde Justiz. Jo, ich mache das jetzt einfach, weil alles andere ist irgendwie komisch. Und den hatte ich schon von vornherein in Verdacht. Jetzt bin ich gespannt. Hallo Niki und nein, das bestimmt nicht. Der Trauzeuge war mit seiner Freundin da. So, jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Nothing. I only want to stop our dear Mr. Robinson before he realizes we have cornered him. Let us go. Mr. Robinson, we must ask you to remain here until the police arrive. The police? But why? You are one of the suspects in our case of the vanished train, which, by the way, involves the death of all its passengers. What? Is this a joke? I can assure you that it is not. This is outrageous. You don't know who you're dealing with. I am an influential man, and you shall regret this. We know perfectly well who you are. We also know where the train is. The police shall be happy to find it. And as for your exclusive sales contracts... Ich bin nicht ganz... Aber die anderen zwei finde ich auch total komisch. Oder waren es vielleicht doch die Chilenen? Weil die sind ja am Zug sitzen geblieben. Aber es soll ja auf mein Bauchgefühl hören, ja? Nein, ich bleib dabei. Persönlichkeitseinstufung neutral. Fallstatistik. Oh, nur 2%?
Nur 2% haben das gleiche gemacht? Oh, okay. Dann waren es vielleicht doch die Chilenen. Aber warum macht der mehrere Exklusivverträge, wenn der dann nicht vorhat, das Ding verschwinden zu lassen?